Einen wunderschönen guten Morgen von der CNT Stuttgart. Wir sind am Tag 3 und wollen jetzt die paar Minuten, bevor es wieder losgeht, mit den Besuchern nutzen, um euch ein bisschen unseren Messestand zu zeigen. Für alle, die nicht dabei sein können live. Dieses Jahr haben wir 2 getrennte Stände, damit wir euch noch besser zeigen können, was wir so im Programm haben. Wir haben einige Neuigkeiten. Fangen wir einfach mal an damit, würde ich sagen. Wir haben unseren Ford F710 dabei, Allrad-Version, schöne sandfarbene Folierung, und da haben wir uns diesen Aufbau hier einfallen lassen. Eins unserer Highlights ist der Hängesesselhalter, belastbar bis 120 Kilo und auch wieder mit unserem bewährten Airline-System. Unten drin kann man da ganz einfach Haken einhängen und kann den dann einfahren, hier sichern oder halt entriegeln, ausziehen, und dann hat man relativ fix eben noch einen netten Platz neben dem Fahrzeug. Warum ist mal was anderes, als immer in diesen harten Campingstühlen zu sitzen. Macht einfach Spaß, hier in schöner Gegend zu schaukeln, den Wellen zu lauschen und so weiter. Ja. Dann haben wir hier unser Space Rack Dachträgersystem drauf in der Pro-Ausstattung und mit dem integrierten Solarmodul Sunrack. Würde ich sagen, schauen wir mal rauf und gucken uns mal oben auf dem Dach an, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, hier in der Mitte haben wir das wichtigste Accessoire montiert, unseren Hängemattenhalter Spacemog. Lässt sich super schnell und einfach einklappen. Wird dann mit so einem kleinen Gummispanngurt einfach gesichert in der Mitte. Das heißt, man hat echt wenig Aufwand und hat eine tolle erhöhte Position auf dem Dach. Ist natürlich um einiges schöner am Strand oder in den Bergen als jetzt hier in der Messehalle. Der eben auf dem Space Rack Dachträger. Das Ganze ist die Grundlage für das Zubehör, was ihr hier seht. Ist komplett aus Aluminium gefertigt, das heißt wunderbar leicht und trotzdem richtig stabil. Hier mit dem integrierten Airline-System kann man super schnell Haken einhängen und dann seine Sachen transportieren. Und man will ja mit so einem Fahrzeug auch, wenn es geht, autark unterwegs sein. Deswegen haben wir hier vorne unser Sunrack Solarmodul integriert. Und ihr seht, es ist auch begehbar. Es ist gar kein Problem, da mit Schuhen drauf zu gehen. Das heißt, man hat trotz Solar auf dem Dach viel Fläche für eine Terrasse zur Verfügung, kann sich da frei bewegen und muss da nicht immer drum herum gehen. Von euch kam öfter die Frage, was kann man hier machen, wenn man auch im Sommer bei 30, 35 Grad hier oben in der Hängematte liegen will. Deswegen haben wir uns diesen tollen Sonnenschirmhalter einfallen lassen. Wird hier in den langen Airline-Löchern eingebaut, eingeschnappt. Zeige ich euch dann unten. Etwas einfacher als hier oben. Lässt sich auch im Durchmesser variabel gestalten. Das heißt, ihr könnt da verschiedenste Schirme oder auch andere runde Gegenstände einklemmen. Die Schirme selber gibt es demnächst auch bei uns mit schönen Rolling Space Branding und kommt demnächst alles in den Online-Shop. Das heißt, da könnt ihr dann demnächst mal reinschauen oder euch für den Newsletter anmelden. Auf den Dachträger kommen wir super einfach mit diesen Teleskopleitern, und damit die einen sicheren Stand haben, auch bei losem Untergrund oder auf der Wiese, auch wenn die mal unten wegsackt oder so, haben wir hier unsere Leiterhalterungen. Es gibt 2 verschiedene Längen, je nachdem, was für Fahrzeug man hat. Man will ja nicht, dass die Leiter hier unten im Fahrzeug kollidiert. Deswegen gibt es so 2 verschiedene, und die sichern die Leiter wirklich super gut, dass die nicht seitlich wegrutschen können.
Ja, dann schauen wir mal weiter auf unserem Messestand. Ganz neu haben wir auch ein paar Merchartikel dabei. Haben wir verschiedenste Cappies und so weiter. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare rein, wenn wir euch das mal vorstellen sollen oder wenn die in den Online-Shop sollen. Sind aber wirklich schicke Teile dabei. Dann haben wir hier unseren Tower, nennen wir das. Hier sieht man ganz gut die verschiedensten Befestigungsmöglichkeiten für unser SpaceRack Dachträgersystem, eben einmal für meist ältere Fahrzeuge oder LKWs, die verschiedenen Regenrinnenhalter. Dann die Lösung für den Fiat Ducato. Da sind wir auch stark am Weiterentwickeln, auch was die Produktkonfiguration angeht. Da wird es demnächst Neuigkeiten geben, um das noch einfacher zu gestalten für euch. Und unser Schnellwechselsystem haben wir natürlich auch wieder dabei. Super einfache Lösung, um Dachzelte, aber auch Stauboxen und so weiter, die man nicht dauerhaft auf dem Dach haben will, einfach abzunehmen und genauso schnell wieder drauf zu bekommen. Einfach die Splinte hier entriegeln, abnehmen oder halt gegenteilig wieder draufsetzen. Ja, damit ihr nicht alle auf das Portdach rauf müsst, um unsere Produkte anschauen zu können, haben wir uns das hier einfallen lassen. Das ist ein 1:1 ein VW T6 Dachträger. Das ist quasi ein Foto von oben von unserem VW T6 und haben wir auf den Teppich drucken lassen und haben das hier so aufgebaut. Vorne wieder das Solarmodul, das große, und gibt es auch noch eine kleinere Version davon auf Einzelmodulbasis quasi. Das heißt, das kann man richtig gut nutzen, um Dachfenster rumzubauen. Beim Ducato zum Beispiel, Ford Transit, wird das wirklich oft verwendet. Ja. Dann zeige ich euch gern, wie man diesen Sonnenschirmhalter, jetzt zeige ich schon Produktnamen. Das ist wirklich ein sehr schönes Produkt geworden hier mit diesen rastenden Hebeln. Da kann man das wirklich einfach aufmachen und dann wird hier verschoben und rausgezogen. Hier seht ihr es schon, ist unten wieder das Airline-Muster drin. Das passt auch auf Standard-Airline-Schienen, muss also nicht zwangsläufig auf unser Dachträgersystem gesetzt werden. Und diese Einsätze hier könnt ihr rausnehmen, um eben den Durchmesser zu vergrößern, sollte der hier nicht ausreichend sein. Das ist wie alles bei uns komplett aus Edelstahl gefertigt und dementsprechend haltbar und wirklich für die Ewigkeit gemacht. Gibt es da schon einen Preis? 89,95 wahrscheinlich. Okay, genau. Liegt bei 89,95 und ist demnächst verfügbar. Dann haben wir hier ein Upgrade für unseren Hängemattenhalter. Da einige von euch den wirklich auch zum drin Schlafen benutzen. Und da hat man dann das Thema Moskitos und Mücken. Es gibt ja diese Hängematten mit integriertem Moskitonetz. Und dafür haben wir eben diese Erweiterung entwickelt. Das sind 2 Federstahlstäbe, die sich hier ein- und ausklappen lassen. An denen kann man dann das Moskitonetz entsprechend hochziehen, dass das nicht auf dem Körper aufliegt. Ja. Das wird hier nur entriegelt und dann entsprechend eingeklappt. Und damit es auch während der Fahrt nicht ausklappt oder so, ist unten auch wieder eine Entriegelung. Ist dann hier sauber innen im Hängemattenhalter verstaut und genauso schnell wieder ausgeklappt werden. Super. Dann haben wir für alle Wassersportbegeisterten und alle, die irgendwie lange, schwere Gegenstände aufs Dach, auf den Dachträger bringen wollen, 2 verschiedene Laderollen im
im Programm. Die sind aus Edelstahl gefertigt, schön lang und kugelgelagert, das heißt, die laufen richtig leicht und sind sehr stabil. Ihr könnt da bis zu 100 Kilo quasi drauf abstellen und das dann hochschieben. Ja. Und hier gibt es zwei Varianten von. Eine feste Variante, das wäre die hier. Das heißt, die ist nicht verstellbar in der Länge, sitzt relativ nah am Dachträger. Die muss man verwenden, wenn man Fahrzeuge hat mit Heckklappe, also einen klassischen VW C6 zum Beispiel mit Heckklappe. Da würde die ausziehbare nicht funktionieren, weil dann eben die Heckklappe hier unten kollidieren würde. Ja. Und alle anderen mit Türen können die Variante hier verwenden, lässt sich 50 mm einstellen, das heißt, man kann die super an unser Fahrzeug dann anpassen, je nachdem. Dann gibt es noch eine neue Variante von unseren Racklight-Lampen. Bisher gab es ja nur zum seitlich montieren. Jetzt ist auch eine Variante verfügbar, die man hinten oder vorne montieren kann. Die Lampe selber ist die gleiche wie bei der Seitenmontage, hat 9 Watt und ist eben eine tolle Umfeldbeleuchtung. Das heißt, wenn man dann auf dem Campspot ankommt, ist es nochmal ein Sicherheitsfeature. Man weiß, was um einen rum ist und kann sich da besser einrichten. Ja, und auch auf Nachfrage von euch haben wir eine Black Edition der Modulschrauben eingeführt. Für alle, die diesen Blacked-Out-Look wollen, gibt es die im 20er-Set jetzt nachzukaufen. Ihr könnt dann einfach die hier gegen die austauschen. Standardmäßig werden auch die hier mitgeliefert. Auch die schwarzen sind aus Edelstahl, also da müsst ihr euch wegen Rostkorrosion auch keine Sorgen machen. Ja, dann war es soweit mit den Produktneuheiten für die CMT 2026. Im Laufe des Jahres kommen natürlich noch einige andere Sachen, die wir euch dann separat vorstellen. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Produkten, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Schreibt uns auf Facebook, Instagram. Könnt auch gerne unten Wünsche reinschreiben, was ihr erklärt haben wollt, was ihr sehen wollt, damit wir uns da ein bisschen weiterentwickeln können, sehen, was gefragt ist. Ich wünsche euch einen guten Start dann in der Saison, geht ja bald wieder los und lasst gerne ein Abo da, ein Like da, besucht unsere Website rolling-space.de, da findet ihr dann weitere Informationen zu unseren Produkten. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren.